Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und den Zauber des Lebens zu feiern, den Zauber der Schöpfung zu ehren, den Zauber des Seins wahrzunehmen. Du und ihr wisst, wie sehr Wunder das Leben ist. Und doch nehmt ihr es nicht immer als Wunder wahr. Wenn also neues Leben euch geschenkt wird, so ist das Wunder wieder vollkommen. Es ist wieder wahrnehmbar. Es ist wieder das, was ihr seid. Es ist nicht nur das Wunder des neuen Lebens, es ist auch das neue Leben in euch, das erwacht. Das neue Leben, das ihr immer seid, jeden Moment aufs Neue. Und so werdet ihr daran erinnert, wie heilig, wie vollkommen, wie ewig und unendlich ihr seid in eurer Göttlichkeit. Ihr werdet erinnert an das, was ihr seid. Und ihr könnt es fühlen mehr denn je. Im Anblick, in der Anwesenheit, in der Präsenz des Neuen, eines Neugeborenen, des Neuen, einer neuen Erschaffung in der Natur, einem Neuempfangen, des Geschenks des Lebens. Das Normalste für euch, obgleich es immer ein großes Wunder ist neues Leben in Form von einem neuen Geschöpf zu empfangen. Und doch, es gibt Momente, in denen ihr euch selbst neu empfangt, in denen ihr wahrnehmt, dass euch als Individuum auf der Erde, als Mensch neues Leben geschenkt ist. Und es ist, als würde das alte Leben sterben und das neue Leben in euch geboren sein. In jedem Moment stirbst du und wirst neu geboren. Wenn der physische Körper stirbt, fühlt es sich für dich an wie ein beweisbares Sterben, was durch ein beweisbares Neugeborenwerden in die Neuheit kommt. Jedoch ist dein Leben ein Leben, in welchem du immer wieder neu, immer wieder aufs Neue geboren wirst. Mit jedem Aufwachen wirst du neu geboren. Mit jedem Erwachen deines Bewusstseins wird dir eine neue Realität ermöglicht, eröffnet. Du selbst wählst immer wieder neu, in was du hineingeboren wirst, in welche Realität du dich hinein erlaubst. Eine Krankheit eröffnet dir ein solches Sterben und Neugeboren werden, denn du gibst dich deinem Körper hin. Ist der Körper in Schwäche, in Qual, in Schmerz, so bleibt dir nichts anderes übrig, als dich dem zu ergeben, als dem Körper seine Ruhe zu gönnen, die er braucht, und dich dem sterbenden Prozess des Alten hinzugeben. Aus diesem Sterben, welches ein Loslassen ist, entsteht die Möglichkeit des Neuwählens. Du musst dafür nicht krank sein, musst dafür nicht gebären. Es genügt dir, darüber im Klaren zu sein, dass du in der Hingabe an das, was ist, in der Machtlosigkeit, so könnten wir sagen, loslässt, alle Definitionen loslässt, die du geschaffen hast, mit denen du deine Realität, deine Identität in Stein gemeißelt hast. Dieses Loslassen, dieses dich ganz dem hingeben, wie die Dinge sind, ohne sie anders haben zu wollen, ohne sie ändern zu müssen, ohne sie ändern zu wollen. Dieses dich ganz hingeben ist ein Neugeborenwerden. Denn du bist in der Hilflosigkeit des Seins, ohne diese Hilflosigkeit zu verurteilen,
ohne dich in dieser Hilflosigkeit, in einer Machtlosigkeit zu fühlen, denn du weißt, du hast dich dem hingegeben, dem Neuseinsprozess ergeben. Du traust, vertraust der Schöpfung mehr, denn dem, was du selbst in der Hand hast. Freilich, ja, du bist die Schöpfung und erschaffst dich somit neu. Doch bist du die Schöpfung aus der Vollkommenheit heraus. Erschaffst nicht aus dem Willen, dem Wollen, dem Kontrollieren heraus, nicht aus der Vorstellung von. Du erschaffst aus der Vollkommenheit heraus, aus einem Sein, welches bereits vollkommen ist und keine kontrollierenden Prozesse und Gedanken braucht. Aus der Machtlosigkeit sich hinzugeben, bedeutet vollkommene Hingabe in dem Moment, in dem du dich ergibst, da du weißt, an dieser Stelle übermachtet es dich, übermannt es dich, ist die Macht des Göttlichen weit größer als jedes, das du tun könntest, als alles, das dir an Macht gegeben ist. Dieses dich hingeben ist dein Einswerdungsprozess mit dem Göttlichen. Jede Geburt, jeder Sterbeprozess ist ein vollkommenes Einssein. Und aus diesem Einssein heraus das Neuerlauben, das Neuerlauben, das Neuerlauben der Wahrnehmung in Form, der Wahrnehmung jenseits von Form. Die Realität, über die du hinausgehst, mag dir so real erscheinen, dass du dich von Zeit zu Zeit in ihr gefangen fühlen kannst. Jedoch ist dieses Gefangensein ein Festhalten an den Banden dieser Realität, ein Festhalten an den Strukturen, die du mit erschaffen hast, die du als Erbe übernimmst aus dem früheren Erschaffensein. Wir wissen, dass wir uns hier wiederholen, wenn wir sagen, dass es wie ein Traum ist, den du weiter träumst, obgleich du schon bemerkt hast, dass du träumst, dass du schläfst und aufwachen könntest zu jedem Moment, in jedem Zeitpunkt. Es ist wie das bewusst Festhalten an dem, was dir nicht mehr zuträglich erscheint, um es zu lösen aus eigener Kraft, um diesen Traum zu einem guten Ende oder einer Zwischenlösung zu bringen, um dich besser zu fühlen mit dem, was gelaufen ist. Wir sagen, dies ist eine der größten Herausforderungen des Lebens. Das, was gewesen ist, nicht zu einem Moment der Vollkommenheit führen zu wollen, nicht in die offensichtliche Harmonie bringen zu wollen und anstelle dessen das, was gewesen ist, anzuerkennen, als vollkommen, anzuerkennen, als in sich ausreichend, in sich rund. Bezogen also auf familiäre Strukturen und Dynamiken sagen wir, dass es die Einladung ist an jedes Familienmitglied, alte Dinge zu transformieren, aufzulösen und besser in Anführungsstrichen zu machen. Es ist eine Einladung, die aus dem Werten kommt, die aus der Trennung kommt und sich danach sehnt, ins Einssein zu finden. Aus der Trennung heraus findest du jedoch nicht das Einssein. Du trennst nur mehr und mehr und mehr, da dies das Mittel der Wahl der Trennung ist. Die Trennung versucht zu trennen, um zusammenzufügen, um der Trennung Sinn zu geben. Gehst du darüber hinaus,
so erkennst du, dass alles für sich in die Vollkommenheit strebt, dass alles für sich bereits Genommene vollkommen ist, dass also dein Zutun immer und stets eines aus der Freude kommendes ist, sein darf. Du brauchst dich nicht zu verausgaben, um Harmonie zu schaffen. Du brauchst nicht das alte Erbe zu übernehmen, um es zu transformieren. Du brauchst nicht das glückliche Ende des Liedes, des Märchens zu sein. Du bist der glückliche Bestandteil des Märchens, deines Märchens. Und so ist deine Verantwortung wie immer bei dir, nicht die Verantwortung für das, was geschieht in der Familie, in dem Kontext, in dem du dich bewegst. Deine Verantwortung liegt einzig und allein darin, zu fühlen, dass du für dich in vollkommener Harmonie bist, dass du für dich vollkommener Ausdruck des Göttlichen bist, dass du für dich das Zeugnis der Liebe bist, welches immer und immer fortwährend fließt. Kannst du dich darauf einlassen, dich darauf einstellen, dich darein erlauben, so bist frei in deinem Sein, bist frei in deinem Tun, zwingst dich nicht zu etwas oder in einen Ort, in eine Situation, in einen Kontext, bei dem du das Gefühl hast, etwas tun zu müssen. Du zwingst dich nicht, du erlaubst dich, du fühlst dich in diesen Kontext hinein zu erlauben. Du fühlst, dort sein zu wollen. Auf die Weise löst sich der Widerstand in dem, für das du dich entscheidest. Es löst sich die Mission auf, in der du dich befindest. Was bleibt, ist die einzige, allem zugrunde liegende Mission, auch wenn es keine ist. Und das ist die Frequenz der Liebe. Das ist dein Wahrnehmen, dass du all dies auf dich nimmst, um die Wahl der Liebe zu trainieren, um in jedem Moment, sei er noch so fordernd, sei er noch so grenzwertig, überlebenswertig, in jedem Moment die Liebe fühlen und wählen zu können. Einzig und allein deshalb hast du dir deine Herkunftsfamilie gewählt, so wie du sie dir gewählt hast, hast du die Herausforderungen, die damit einhergehen, gewählt, so wie du sie dir gewählt hast gewählt, dass deine Herkunftsfamilie oder andere Kontexte dir wert genug sind, um dich Dingen zu stellen, denen du unter anderen Umständen dich niemals stellen würdest. Du hast all den Kontext deines Lebens gewählt, um dich den Dingen zu stellen, die am herausforderndsten für dich sind, in Bezug auf die Wahl der Liebe. Wir wissen, dass die Realitätsdimensionen, in denen du das Gefühl hast zu sehen, wie die Dinge sind, die dichteren Dimensionen, dir nicht erlauben, die Kraft der Liebe wahrzunehmen in dem Moment, in dem du dich in ihnen befindest, diesen Dimensionen, diesen Situationen, die so offensichtlich nach Transformation rufen. Und doch sagen wir, die Transformation findet nicht in der Ebene statt, in der du den Mangel wahrnimmst, in der du die Schieflage, die Misslage wahrnimmst. Die Transformation findet statt, indem du die Vollkommenheit fühlst und dich nicht mehr der Geschichte hingibst, dich nicht mehr den Missständen unterordnest, die du erzählt bekommen hast, die du wahrnimmst, die dir als Realitätsstränge
durch das Leben fließen. Du bist mächtiger als jede Realität, die sich dir eröffnet, als jede Realität, die sich dir abbildet, als jede Struktur, der du dich untergeordnet oder von der du dich bestimmt fühlst. Du bist mächtiger als all das, denn du bist die Liebe. Und alles, in dem du dich ausdrückst, ist reine Liebe, auch wenn der Ausdruck anders erscheinen mag. Erkennst du also, dass selbst auch die Verhaltensweisen, bei denen du dich unwohl fühlst, mit dir selbst Liebe sind, so kannst du dich lieben in diesen Verhaltensweisen. Brauchst dich nicht dafür zu verurteilen, brauchst nicht zu vergleichen, nicht zu denken, dass du nun auch in die Falle getappt bist, und dies sagen wir mit einem Augenzwinkern und voller Liebe, auch in die Falle getappt bist, genau so zu handeln wie die Vorfahren. Es geht nicht darum, die Dinge zu verändern und besser zu machen. Es geht darum, alles als Teil der Vollkommenheit, der Schöpfung, der Göttlichkeit anzunehmen und nicht zu werten. Erst dann bist du frei. Erst dann bist du vollkommen frei. Denn erst dann brauchst du nicht mehr das richtig und falsch zu unterscheiden und die Welt zu bekehren und zu belehren. Nun mögt ihr euch fragen, wie es sich verhält mit all dem, was ihr wahrnehmt auf feinstofflicher Ebene, wie es sich verhält mit all dem, was ihr wahrnehmen könnt in Bezug auf eure Gegenübers, in Bezug auf die Menschen, die euch umgeben, in Bezug auf die Gedanken, die euch umgeben, in Bezug auf das, was über euch wahrgenommen, gedacht, gesprochen, bewertet, geurteilt wird. Wir sagen, und wir sagen dies voller Liebe und frei von Wertung, in der Bewusstwerdung, im Prozess des Bewusstwerdens des Menschen, öffnet sich ein Plateau. Und dieses Plateau ist der Moment, in dem du dir bewusst bist, dass du viel mehr bist als nur das, was du scheinbar bist. Viel mehr bist als dein physischer Körper und das, was er denken kann. Viel mehr bist als der Mensch, so wie er gemeinhin wahrgenommen wird und wurde. Dieses Plateau öffnet sich im Bewusstwerden darüber, dass du mehr bist, und ist ein Plateau, auf dem du das Gefühl hast, durch dein Mehrsein mehr wahrzunehmen und dieses Wahrnehmen nun einordnen kannst und musst. Wir sagen, das Feinwahrnehmen, die Hellwahrnehmung, die dir und euch eröffnet wurde und wird durch euer über das gebundene Menschbewusstsein hinausgehen. Diese Hellwahrnehmung in jeder Ebene mit jedem Sinn gibt euch die Möglichkeit, alles wahrzunehmen. Wenn ihr dieses alles Wahrnehmen jedoch begrenzt auf das, was ihr denkt, was ist, so nehmt ihr nicht mehr alles wahr, sondern führt euren Fokus auf eine Ebene der Wahrnehmung. Es ist, als würdet ihr verschiedene Geschmacksrichtungen riechen, als würden verschiedene Düfte in der Luft liegen. An manche habt ihr euch längst gewöhnt, denn wenn ihr am salzigen Meer lebt, riecht ihr das Salz nicht mehr, das in der Luft liegt. Jemand, der neu hinzukommt, würde diesen salzigen Geruch als neu einstufen, seinen Fokus darauf legen. Ihr, da ihr dort lebt, riecht diese salzige Luft nicht mehr. Sie ist für euch selbstverständlich, so wie eure körperlich, physisch fokussierte Menschseinswahrnehmung selbstverständlich für euch ist. Und so nehmt ihr nun in besonderer Intensität das Zusätzliche wahr, das euch vorher verschlossen blieb. Das Zusätzliche,
das Feinsinnige, das, was ihr auf anderer Ebene nun riechen könnt. Und es mag in dem bildlichen Beispiel das Riechen einer Frucht, das Riechen eines anderen Wesens, das Riechen eines faulen Geruchs, das Riechen eines Blütendufts sein. Es mag sein, dass nur ihr es riecht, da die anderen noch damit beschäftigt sind, den zugrunde liegenden Geruch wahrzunehmen, den gröberen Geruch, den die anderen Gerüche überdeckenden Geruch, den dichteren Geruch. So mögen alle das Meer riechen, die salzige Luft. Und ihr riecht die Noten, die Duftnoten, die noch darin sind. Und riecht das salzige Meer nicht mehr. Sich dann auf nur diese Düfte zu fokussieren, kann von Nutzen sein. Alles auf diese zusätzlichen Noten zu begrenzen jedoch, wandelt eure Realität in eine Begrenztheit hinein, die auch nur Teil des Absoluten sind, Teil des Absoluten ist, eine Begrenztheit, die dir suggerieren mag, dass alles faulig riecht oder alles duftend blütig ist. Der Fokus bestimmt deine Realität. Die Hellwahrnehmung erlaubt dir alles wahrzunehmen. Und so nimmst du wahr, was alles ist. Alles ist immer zugleich. Und so kannst du jeden Gedanken jedes Menschen wahrnehmen. Anders als die meisten von euch denken mögen, ist es nicht so, dass es einen Gedanken oder ein Gedankenkonglomerat gibt, welches von einem Gegenüber gedacht wird. Dass es eine Wahrnehmung, ein Befinden gibt, welches das Gegenüber hat. Jedes menschliche Gebündeltsein, jede menschliche Form, jeder Mensch, wie ihr sagen würdet, ist eine Zusammensetzung von allen Möglichkeiten. Jeder Mensch kann alles über euch denken und denkt in jedem Moment alles über euch. Die Frage ist, welches dieser unzähligen Gedanken, welche dieser unzähligen Möglichkeiten zu werten oder nicht zu werten, bekommt den Fokus. Euer Gegenüber mag den Fokus auf etwas legen, doch dieser Fokus ist Moment für Moment neu. Und selbst wenn das Gegenüber gerade eben noch schlecht über euch gedacht, gesprochen oder gewertet hat, so kann es sein, dass im nächsten Moment das Gegenüber in den höchsten Tönen über euch lobt und euch wie das Schönste der Welt wahrnimmt. Ihr selbst könnt es bei euch beobachten. Am besten lässt es sich mit langen Wegbegleitern in eurer Inkarnation beobachten. Mit Geschwistern, mit Haustieren, mit Eltern oder Angehörigen oder besten Freunden. Ist es so, dass du niemals schlecht über deine Geschwister, deine Haustiere, deine Angehörigen, deine besten Freunde gedacht hast, gesprochen hast, gewertet hast? Ist es so, dass du niemals gut über sie gedacht, gesprochen, gewertet hast? Wenn du beobachtest, nimmst du wahr, dass alles bei dir angelegt ist, dass du auf alles zugreifen kannst, dass du mal mehr in das hineingehst, mal mehr in das. Ganz gemäß dem, wie deine Realität gestrickt ist und was deine Realität in dem Moment bereichert. Was deiner Realität entspricht oder entgegensteht, ganz gemäß dem, was du als Bereicherung in dem Moment empfindest. Auf dieser Grundlage nun verstehst du das Plateau, von dem wir sprechen. Es ist das Plateau, in dem du dich festhängst an einem Geruch, an einer Wirklichkeit, in dem du das Gefühl hast, dass diese eine Note der Wahrnehmung
die absolute Realität ist. Wir sagen, es ist ein Bruchteil von Realitäten, auf den du dich fokussieren kannst. Bleibst du in der Fokussierung auf einen dieser Bruchteile, so fühlt es sich an, als hättest du die Welt gegen dich. So kann es sich anfühlen, als würden die Menschen alle schlecht von dir denken, schlecht über dich reden, schlecht über dich fühlen, als würdest du attackiert werden auf feinstofflicher Ebene von diesenjenigen. Jedoch ist es dein Fokus, der diese Möglichkeiten bündelt zu einer Realität. Anstatt also die anderen in etwas hinein zu fokussieren, was sie auch sind, jedoch nicht nur, anstatt die anderen zu begrenzen und zu beschränken auf etwas, das in Bruchteilen angelegt und vorhanden ist, jedoch nicht weniger als bei dir selbst, anstatt also dich selbst zu begrenzen und zu beschränken, auf diese Frequenzen laden wir dich ein, zu wählen, welchen dieser Frequenzen, die du wahrnehmen kannst, möchtest du den Realitätsbezug, die Realitätsmacht geben? Welche dieser Frequenzen, die du wahrnehmen kannst, möchtest du wahrnehmen? Die Hellwahrnehmung also ist nur so wertvoll, wie du dir erlaubst, Liebe wahrzunehmen. Die Hellwahrnehmung kann dich verrückt machen, wenn du nicht weißt, was deine Wahl ist, wenn du nicht für dich die Frequenz, die allem zugrunde liegt, wählst. Du bist sonst wie ein Wellenreiter, bist wie ein Reiter auf den Wellen der Möglichkeiten, wenn du nicht verankert bist, nicht ruhst in deiner Wahl der Liebe. Du reitest auf den Wellen des Ausdrucks der Liebe auf den Möglichkeiten, wie sich Liebe zeigen kann. Es ist dann ein Abenteuer, das Abenteuer des Lebens, welches du Wellen bereitest. Es ist jedoch nicht etwas, mit dem du etwas Wertvolles, etwas Heiliges zu dir und deinem Leben hinzugewonnen hast. Die Fähigkeit allein ist nicht das Heilige. Das Heilige ist stets und immer der Umgang mit den Fähigkeiten, die du hast, der Umgang mit der Essenz, die du bist, der Umgang mit deinem Körper und allen Körpern, die dich ausmachen in der Form, in dem Sichtbaren, auf der Erde und darüber hinaus. Wir regen euch dazu an, die Hellwahrnehmung als ein Geschenk wahrzunehmen, welches euch erlaubt, auf noch tieferen, noch subtileren Ebenen die Liebe zu wählen, die Liebe zu fühlen, die Liebe fließen zu lassen. Begegnet euch jemand oder etwas, das euch wie eine Bedrohung erscheint, begegnen euch negative Gedanken, die ihr fühlen könnt, begegnet euch Werten von anderen, so erlaubt euch, diese Wertung nicht zu werten und zu erkennen als Teil des Musters der Menschheit, als Teil des Musters eines wunderschönen Porzellangefäßes, aus dem ihr trinken könnt. Wenn ihr euch entscheidet, die Liebe aus diesen Gefäßen zu trinken, die Liebe fließend zu fühlen im Umgang mit anderen Menschen, so ist euch die Hellwahrnehmung als etwas Heiliges gegeben. Ihr nutzt sie zum heiligen Zweck. Wir sagen hier nicht, der Zweck heiligt die Mittel. Wir sagen, deine Verwendung von allem, was dir gegeben ist, heiligt
dich, heiligt das Sein, heiligt, heilt alles, was ist. Nicht dich abgetrennt vom anderen, nein, dich als Teil von allem und somit alles. Wenn du also fühlen kannst, dass du wählst, welche Duftnote du in den Vordergrund rückst, so kannst du auch wahrnehmen, dass du dich für andere Duftnoten öffnen kannst. Du musst dies dann nicht tun, du musst dich nicht zwingen. Doch es ist nicht so schlimm, wenn du wahrnimmst, dass andere Menschen vielleicht auf diese oder jene Weise über dich denken, fühlen und sprechen. Und du weißt, dass dieses über dich denken, fühlen und sprechen nur dadurch für dich wahrnehmbar ist, da es dir selbst gegeben ist, da du selbst so fühlen, denken und wahrnehmen kannst. Du brauchst dies nicht loszuwerden, brauchst nicht versuchen, dich dessen zu bereinigen, dich zu läutern, um dies nicht mehr in dir zu tragen. Du trägst alles in dir. Der Frieden ruht darin, dass du weißt, alles in dir zu tragen es nicht wert ist und der Liebe deinen Fokus zu geben, der Liebe deine immer wieder neue Wahl zuteil werden zu lassen. Das ist, was dich und alles Sein heiligt. Das ist, was dich und alles Sein eins sein lässt. In voller Liebe, in voller Güte, in vollem Mitfühlen und Mitgefühl, in voller Göttlichkeit, in voller Vollkommenheit, in voller Annahme, in voller Glückseligkeit. Wir danken dir, wir danken euch, wir danken, denn Dankbarkeit ist, was alles durchfließt. Dankbarkeit ist, wie Liebe sich ausdrückt in der höchsten Form der Hingabe an alles, was ist. Wir danken dir, wir danken euch. Wir sind die Liebe, die alles ist. Du bist die Liebe, die alles durchfließt, die alles ist, in dem alles eins ist. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.